Alrighty Zen und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Shakes and Fidget mit mir und Basti. Das auf Deutsch, denn es gibt wohl Update-Renos. Ja, das ist ein One-Take. Durch die Blume habe ich natürlich schon einen Ticken mitbekommen, aber wir sehen neue Animationen schon am Anmeldebildschirm, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Also über die Steam-Version musste ich jetzt auch ein Update machen. Das heißt, vermutlich ist da auch schon alles aufgespielt auf allen Servern möglicherweise. Das könnte schon der Fall sein. Wir gucken mal einfach auf S41, was wir denn so haben. Ho, 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 our Christmas update is in here. The Legendary Dungeon is going to open its gates again on December 7th. Ja, ab 16 Uhr. In addition to familiar faces, you'll come across new legendaries, new enemies and a new environment. Watch the official teaser now. Das, können wir eigentlich mal machen. Ich weiß jetzt nur nicht, ob er jetzt... Was macht der denn? Findet der jetzt YouTube-Link oder? Sieht doch nicht aus, also aus, als wenn er irgendwas geöffnet hätte. We celebrate this with the following events. Crazy Mushroom Harvest, Forge Fancy Festival below. Okay, das sind also die Events. Ist okay, kann man so machen. Ich weiß gerade nicht, ob das auch bedeutet, welches Event gerade jetzt die 20% Pilzaktion ist. Ob die dabei ist, ich glaube, die haben wir dann erst nächstes Wochenende. So, you can look forward to small visual adjustments and improvements. You'll find the change look in. Also das klappt gar nicht, weil ich wollte mir eigentlich den Changelog tatsächlicherweise angucken. Da müssen wir jetzt mal hier rüber gehen. Also das geht, aber die Links in den in der Post geht irgendwie nicht. Also, naja. Wobei wir jetzt auch nicht auf den richtigen Link kommen. Wir kommen nur auf das normale internationale Forum natürlich. Deckt auch alles ein bisschen. Ich schalte euch das jetzt aber auch mal ein. Da gehen wir jetzt auch noch mal ein bisschen durch. Warte mal, jetzt will ich aber noch mal kurz was erkennen. Aha. Ja, das ist das Ding, ne? Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, was jetzt hier theoretisch geändert ist und was nicht. Um ehrlich zu sein. Aber wir lesen uns das eigentlich am besten einfach mal durch, würde ich behaupten. Und dann geht das auch seinen Gang. Ja, das ist ja dann überhaupt kein Problem für uns. So, zack. Ballern wir mal rein. Ja, super. Also, ja, Christmas Update heißt das. Winter Update, okay. Hier ist der Official Intro. Also hier sehen wir das wenigstens. Dann machen wir das mal. Gucken wir uns das mal an. Ihr habt das euch sicherlich auch schon angeguckt, kein Problem. Ja, auf jeden Fall schon mal wieder schön Design. Ich mag dieses Grafikdesign, muss ich wirklich ganz ehrlich sagen. Hat auch eine gewisse Komik, auch ganz geil.
also ich muss sagen, das ist, also so vom komischen Thema her finde ich den sehr am besten. Diese actionbehafteten Bilder, ich weiß jetzt nicht, ob es an dieser verkleinerten Darstellung liegt, aber eigentlich ist ja YouTube nur eingebettet. Sie waren ja so ein bisschen dann so in Zeitlupe oder sehr langsam. Ich meine, da ist man natürlich andere Sachen gewohnt, aber darüber kann man mal hinwegsehen. Also ich finde es echt ziemlich nice. Also muss ich mal so wirklich sagen, dass es gerade dieses komische Thema, das hat mich doch sehr abgeholt. Das war mein Humor. Hier haben wir noch 2 weitere Monster in der Preview. Okay. Scout, der Zuckerstangen verschießt. Ja, der kann mir gerne mal eine abgeben demnächst. Ganz gerne würde ich da so einen in den Mund kriegen. Und oh, ein Weihnachtsend, der ein bisschen austickt und dann seine Glaskugeln wohl verschießt. Okay. Das könnten ja natürlich auch vielleicht sogar so Teilbosse sein. Ne? Also alles möglich. Ich habe jetzt da nichts durch. Dann kommt am Freitag der offizielle Stream dazu. Da ist wieder Melli dabei. Ist natürlich immer sehenswert, der Stream sowieso. Also ich habe keine Zeit, da ist Weihnachtsfeier bei uns auf Arbeit. Aber den kann man sich ja vielleicht auch im VOD angucken, wenn das so gewollt ist. Jetzt haben wir hier in diesem Post aber wiederum kein Changelog. Was ich jetzt auch ein bisschen schade finde. Ich würde mir gerne mal den Changelog angucken, wo ich wusste, wo der im deutschen Forum ist, aber wo ist der im internationalen Forum? Und also diese Ladezeiten, ne, muss man schon sagen, das ist jetzt nicht so toll, ja. Haben wir den bei General drin, den Changelog? Ich habe das noch nie angeguckt hier. Hier gibt es keine Topics. Doch, jetzt gibt es Topics. Boah, Leute. Also dieses... Oh, Changelog. Schauen wir mal. Update 11. Perfekt. New Features. Legendary Dungeons, New Environment, Graphics, Sounds. Drei neue Items. In der Taverne gibt es neue Event-Kombinationen für 2022. Ich glaube, da ist jetzt noch nichts großartig dazu gesagt, oder? Beim Schmied, Blacksmith. Dragging a gem onto an equipped item with no socket opens at Socket Window now. Okay, man kann so also Steine auf ein Item legen, wo kein Sockel drauf ist und dann kann man den Sockel aufsockeln. Dann muss man das nicht vorher machen und dann den Stein raufziehen. Options New Custom Cursor for Browser, Optional in Steam. Okay, die Cursor haben wir glaube ich schon gesehen. New Cursor States for Spellcross bei der Hexe und in der Unterwelt New Info Window when you don't have any Underworld units but are about to lure a hero. Okay, braucht man das? Ja, okay, das sind jetzt die neuen Features, das ist jetzt nicht ganz so viel. Jetzt haben wir Changes. Legendary Dungeon Curses enemies can inflict are floor dependent. Okay, das ist jetzt ein bisschen... Das müssen wir dann live sehen, was die Legendary werden. You can win against the Balrog now and gain a healing. Okay, es gibt Monster Damage und Chance of Blessings and Cursed are based on the Feedback. Okay, das klingt interessant. Okay, Artwork of Monsters wurde gechanged, das ist okay. Added info that some Blessings and Curses are not active in Boss Fights. Ja, okay. Also, dass man die Info brauchte, ist vielleicht wirklich so. To-Do-List wurde geändert. Ist für mich nicht so relevant tatsächlich, muss ich sagen. Gildenchat wurde anders positioniert. Sammelalbum. Da wurde was geändert, 2 Einträge. Okay, Tavern slightly decrease the size of event icons. Increase chance of lucky coins during lucky day event. Aha, okay. Da meinen die jetzt wahrscheinlich die Tasks. Wobei das, ja,
ist ja eigentlich okay, wenn man so für die Abenteuerlust so mehr Lucky Coins bekommt, aber das Problem ist, weil man so viele Events gepaart hat, da will man ja vielleicht dann doch eher Stone, also hier Steine haben oder Holz haben. Wenn man dann natürlich mehr Lucky Coins kriegt. Also ich suche mir nicht die Quest anhand dessen aus, ob da eine Wüsten. Okay. Also finde ich ein bisschen doof, weil wenn es nur das Event jetzt alleinstehend gäbe, wäre es okay, aber nicht bei Kombinationsevents, gerade bei neuen Servern, das ist halt immer ein bisschen schwierig. Removed obsolete Save Fight Checkbox for Arena Fights. Pets increased drop chance of Earth Pet and Light Pet 16. Okay, wow. War das zu wenig? Krass. Fortress Apps improved Clickbox of Unit and Gem Mine Buttons. Okay, das ist nicht schlecht. Also gerade ich finde doch, das Festungsspielen am Handy ist schon sehr belastend im Vergleich zum Rechner. Good inactive guild leaders 21 can be demoted by regular members after. Okay, also ein Gildenleiter, der inaktiv ist, konnte bisher, glaube ich, nur von Offizieren demotet werden. Ich weiß nicht, ob es da auch einen Zeitraum gab. Jetzt kann es auch regulärer Member tun, aber erst nach einem Jahr. Es ist gut, wenn es reguläre Member können, aber ist ein Jahr. Also klar, man hätte die Chance, mal eine Gilde irgendwie zu reviven, wo lange nichts passiert ist. Aber ein Jahr, ich meine, wie viele reguläre Member spielen dann ein Jahr lang weiter, wenn der Gildenleiter nicht da ist und sich kein Offizier drum schert, das zu ändern? Vielleicht ist 365 Tage noch zu lang. Aber es ist ja zumindest schon mal gut, wenn es reguläre Member können. Und ich hoffe, das konnten sie nicht vor und ich wusste es nicht, weil das wäre dann mega peinlich für mich. Now menu button flashes if guild pet fight is possible. Okay, das ist ja nicht schlecht, damit man das nicht vergisst, ne? Also ist ja mal ganz wichtig. Fix bugs legendary back button of stats is no longer overlapped. Guild check long links are no longer displayed incorrectly. Receive whispers by the same player are no longer merged. Ja, okay, das habe ich tatsächlich mal gesehen. Das ist gut, dass das geändert wurde. Character adding missing thousands separate of to number of power classes. Okay. Wie viel hat man denn davon? Also, ich nutze die ja täglich. Extracting a gem no longer displays armor at gem position. Was? Okay. Apps fixed a display issue of attribute pop-ups. Okay. Gambler no longer displays dice with event bonus after midnight. Das habe ich auch schon mal gesehen, aber ich bin auch nicht davon ausgegangen, dass der Bonus dann noch stattfindet. Fix the display to change loop function with legendary items. Okay, das war. Second fruit no longer makes them invisible. Aha. App searching for gems to quickly. Okay, konnte man das. Hat man so schnell das in der App eingegeben, dass man da plötzlich geskippt hat? Also ich hatte eher das Gefühl, dass das mit dem Lag dann zu tun hat. Number source during days of Doomtime no longer overlaps Underworld text. Guild list of members no longer jumps to top of screen when viewing a player at the bottom. Ich glaube, das ist mir auch schon mal passiert. Und dann wäre das tatsächlich auch nicht schlecht, dass das behoben wurde. Also can be right-clicked again, similar to chat. List of messages no longer jumps to top of screen when clicking a new message. Ja, warte mal, also was mich ja immer ein bisschen auch nervt, ist, wenn man jetzt Gegenangriffe macht oder Gegenangriffe sucht, dass man dann immer irgendwo, im Postfach. Also man ist nicht bei der ältesten und auch nicht bei der neuesten. Man ist aber auch nicht bei der, wo man war, weil normalerweise kannst du über das Postfach mit den Pfeiltasten dann gehen. Und ich hatte das Gefühl, dass man immer irgendwo random eingeblockt wird, wenn man zum Beispiel einen Gegenangriff macht, dann wieder 2 normale Angriffe und dann. Ich glaube, das ist nicht mit diesem Bugfix hier gemeint, tatsächlich. Aber das fände ich mal cool, wenn man das ein bisschen besser koordinieren könnte. Hall of Fame apps fixed the bug with placeholder text. Wheel of Fortune added missing thousands separated to number of lucky coins. Option fixed disconnect from Facebook function bug. Options fixed switching instantly switches all text entries. Now. Okay, hat das vorher nicht gemacht? Gut, ich habe jetzt nicht immer hin und her geswitcht, aber
Ja, also in total ist es jetzt nicht so viel. Das Interessanteste sind wirklich die Changes, die beim Legendary Dungeon aufploppen. Ein paar kleine Changes und Bugs fix, denke ich, sind auch für mich relevant oder sind okay. Und wie es häufig so ist, vieles hat man gar nicht so auf dem Zettel gehabt. Die neuen Cursor sind natürlich sehr interessant. Ja, muss man sich auch erstmal wieder dran gewöhnen, um ganz ehrlich zu sein. Was war jetzt mit der Hexe? Ach so, meinen die das hier? Meinen die das? Dass das jetzt quasi neu ist? Also ist jetzt nicht schlimm, ne? Aber für mich hat das schon immer gereicht, dass die ausgegraut sind, um ehrlich zu sein. Wichtig ist eher dran zu denken, da reinzugucken, ja. Wenn man mal ein Item geändert hat, ne? Hier zum Beispiel, zack, Magic. Not enough Gold. Was? Okay, ich habe heute erst geskillt. Muss ich noch ein bisschen Alu weiterspielen. Ach so, Moment. Ah, ihr habt es ja gar nicht gesehen. Warte mal. Ah. Ja, ich weiß nicht, ob ich es gecuttet bekommen habe. Wenn ihr es jetzt seht. Moment. Also. Na, hier. Die neuen Cursor. Und das bei der Hexe. Ich glaube, der Cursor war vorher noch nicht, aber ist jetzt für mich auch nicht so relevant, um ehrlich zu sein. Wobei, wir können ja mal probieren. Ich habe, glaube ich, heute auch schon gegambelt. Ne? Ich habe heute auch schon gegambelt. Ich kann mir kein Gold jetzt hier ganz schnell... Doch, ich könnte es mir in der Unterwelt noch holen. Nee, kann ich auch nicht. Doch. Reicht es jetzt? Jawohl, reicht. Super. Super. Ist gut. Also in total ist es jetzt halt nicht so viel. Der Stream wird sicherlich wieder sehr unterhaltsam mit der Melli sein. Gönnt euch den definitiv. Ich meine, es gibt ja halt auch immer Pilzcodes zu gewinnen. Allein deshalb lohnt sich der Stream natürlich schon definitiv für Spieler. Und ja, das ist... also ich bin auch auf den legendären Dungeon gespannt. Ich werde natürlich auf S41 spielen. Und ich will ja eigentlich eine Waffe mal. Ich habe ja noch keine einzige legendäre Waffe bekommen. Bei ungefähr 50 Runs, die ich gemacht habe, jetzt mal über alle Dungeons hinweg, die es bisher gab. Ja, mal gucken, ob wir diesmal Glück haben. Und natürlich auch wieder schauen, wie pilzintensiv das wird, ob ich aufladen will oder kann oder so. Aber klar, bei dem Char könnte ich es mir definitiv vorstellen, je nachdem, wie das dann so läuft. Okay, der Gem ist aber auch... Und das mit den Event-Kombinationen für 2022 wird auch interessant. Ich hätte mir jetzt vorgestellt, dass sie vielleicht tatsächlich einfach nochmal andere Special Events vielleicht reinbringen, die wir bisher noch nicht hatten. Weil ich kann mir sonst kaum vorstellen, was für Event-Kombinationen da noch so, also anders sein sollen. Wir haben ja oft viele Events gehabt. Ich denke eher, es wird um Events geben, die es bisher so gar nicht gab. Solche, die man ein- oder zweimal im Jahr hat, könnte ich mir vielleicht denken. So. Aber ich wüsste auch nicht was. Also da bin ich jetzt relativ offen. Ja, andere Features jetzt eben leider nicht dabei. Zumindest scheint das ganze Thema jetzt zu laufen mit neuen Servern und so, was das betrifft. So die Performance. Ich glaube, auf WF52 gab es da keine Probleme so wirklich. Ja, mal sehen. Also, was dann vielleicht im Stream noch announced werden könnte. Und was dann halt im nächsten Jahr kommt. Also ich meine, man hat jetzt eh schon viel zu tun, so mit den ganzen Chars und so, das ist gar nicht so einfach. Aber ja, ich hoffe halt wirklich auf eine legendäre Waffe. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr jetzt den legendären Dungeon spielen wollt, welchem Server, was ihr da vielleicht für Ziele habt, ob ihr es Free-to-Play machen wollt. Ja, das würde mich definitiv interessieren. Und dann war es das jetzt auch schon wieder mit dem Video. Und dann würde ich sagen, haut rein, macht Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Basti.